Lektion 1: Reise zum Sprachenlernen. Hallo Anna, wie läuft deine Sprachlernreise? Hallo. Bisher war es großartig. Ich habe am 13. November angefangen, bei dir zu lernen. Das ist fantastisch. Wie übst du täglich Englisch? Nun, ich höre mir jeden Tag 10 Geschichten an und lerne neue Wörter. Das ist ein kluger Ansatz. Wie messen Sie Ihren Fortschritt? Ich werde verfolgen, wie lange ich brauche, um diesen Kurs zu beenden und welche Erfolge ich erziele. Es ist von entscheidender Bedeutung, Ziele zu setzen und Fortschritte zu verfolgen. Welchen Erfolg streben Sie an? Ich möchte fließende Gespräche führen und Muttersprachler leicht verstehen. Das ist ein beeindruckendes Ziel. Haben Sie irgendwelche Verbesserungen bemerkt? Definitiv. Ich verstehe komplexe Sätze besser und drücke mich selbstbewusster aus. Das ist wunderbar. Macht weiter so. Ihre Anleitung war für meine Lernreise von unschätzbarem Wert. Danke. Ich freue mich, das zu hören. Denken Sie daran, dass Beständigkeit und Praxis der Schlüssel zum Erfolg sind. Absolut. Ich werde weiter hart arbeiten, um meine Sprachlernziele zu erreichen. Ich habe keinen Zweifel, dass du Erfolg haben wirst. Macht weiter so. Danke für die Ermutigung. Ich bin entschlossen, mein volles Potenzial auszuschöpfen. Ich glaube an dich. Fordere dich weiter an und du wirst großartige Dinge erreichen. Ich schätze Ihre Unterstützung. Ich gebe alles. Das ist der Geist. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Das werde ich nicht. Ihre Beratung war von unschätzbarem Wert. Nochmals vielen Dank. Du bist willkommen. Es ist mir eine Freude, Teil Ihrer Lernreise zu sein. Lektion 2: Nächtliches Lernen. Hallo Anna, hast du von nächtlichem Lernen gehört? Hallo. Nächtliches Lernen? Was ist das? Es ist ein faszinierendes Konzept, bei dem man im Schlaf lernt. Wirklich? Wie funktioniert das? Nun, es wird angenommen, dass Ihr Unterbewusstsein im Schlaf Informationen aufnehmen kann. Das ist unglaublich. Kann man auf diese Weise tatsächlich eine Sprache lernen? Einige Studien deuten darauf hin, dass Sie das Sprachenlernen durch Schlaf verbessern können. Das ist unglaublich. Wie kann ich es in meine Sprachlernroutine integrieren? Eine Methode besteht darin, Audiokurse oder Geschichten im Schlaf anzuhören. Es ist also wie Schlaflernen oder Schlafzuhören. Ja, genau. Auf diese Weise können Sie Ihre nächtlichen Stunden optimal nutzen. Das klingt faszinierend. Gibt es bestimmte Techniken, denen ich folgen sollte? Es wird empfohlen, Kopfhörer zu verwenden und Aufnahmen mit niedriger, beruhigender Lautstärke abzuspielen. Das macht Sinn. Das sollte meinen Schlaf nicht stören. Richtig. Und es ist wichtig, dasselbe Material auch zu lesen, wenn Sie wach sind. Es ist also eine Ergänzung zur regulären Sprachlernpraxis.
Genau. Es kann das, was Sie in Ihren wachen Stunden gelernt haben, bekräftigen. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Glaubst du, es wird meine Sprachkenntnisse verbessern? Es lohnt sich, damit zu experimentieren. Die Erfahrung jedes Einzelnen kann variieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, ob sich das positiv auf mein sprachliches Wachstum auswirkt. Denken Sie daran, dass dies nur ein Tool unter vielen zur Sprachverbesserung ist. Natürlich werde ich weiterhin aktiv üben und gleichzeitig diese nächtliche Lerntechnik erkunden. Das ist der richtige Ansatz. Das Ausbalancieren verschiedener Methoden wird deinen Fortschritt verbessern. Vielen Dank, dass Sie mir dieses Konzept vorgestellt haben. Es ist wirklich faszinierend. Du bist willkommen. Ich bin immer hier, um interessante Ideen zum Sprachenlernen zu teilen. Lektion 3: Amerikanischer Traum. Hallo Anna, wie war dein Tag bisher? Hallo John, es war ein guter Tag. Wie steht's mit deiner? Es war großartig, danke. Ich wollte Ihnen aufrichtig für Ihr Engagement beim Englischlernen danken. Oh, du bist zu nett. Ich versuche nur mein Bestes, um mich zu verbessern. Du hast unglaubliche Fortschritte gemacht. Ich finde es toll, wie du Phrasen und Ausdrücke auf natürliche Weise verwendest. Das bedeutet, dass viel von dir kommt. Deine Sprachkenntnisse sind beeindruckend. Danke für deine netten Worte. Ich habe im Laufe der Jahre viel geübt, Englisch zu sprechen. Ich möchte lernen, fließend amerikanisches Englisch zu sprechen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Natürlich. Immersion ist der Schlüssel. Schauen Sie sich amerikanische Filme und Fernsehsendungen an und hören Sie Muttersprachlern zu. Das ist eine tolle Idee. Es wird mir auch helfen, die Kultur besser zu verstehen. Absolut. Versuchen Sie auch, Gespräche mit englischen Muttersprachlern zu führen. Das könnte für mich eine kleine Herausforderung sein. Ich komme aus der Ukraine. Mach dir keine Sorgen. Sie können an Sprachaustauschprogrammen teilnehmen oder online Gesprächspartner finden. Das ist ein guter Vorschlag. Das werde ich mir ansehen. Irgendwelche anderen Ratschläge? Übe deine Aussprache und Intonation. Es wird dir helfen, mehr wie ein Muttersprachler zu klingen. Daran werde ich arbeiten. Danke für all Ihre Beratung. Du bist willkommen. Ich bin hier, um Sie auf Ihrer Reise zum Sprachenlernen zu unterstützen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich bin fest entschlossen, meine Ziele beim Sprechen von amerikanischem Englisch zu erreichen. Ich habe keinen Zweifel, dass du Erfolg haben wirst. Mach weiter mit der harten Arbeit und gib niemals auf. Lektion 4: Kommunikation klären. Hallo Anna, mir ist aufgefallen, dass du etwas über das vorherige Gespräch erwähnt hast. Können Sie bitte weitere Informationen angeben? Hallo. Sicher. Ich wollte sagen, dass ich Ihre Beratung schätze, aber manchmal stoße ich auf unbekannte Wörter oder Ausdrücke. Ich verstehe. Es ist wichtig, ein klares Verständnis der Informationen zu haben, die geteilt werden. Können Sie mir ein Beispiel für ein Wort oder einen Ausdruck geben, den Sie als schwierig empfanden? Nun, in der vorherigen Konversation haben Sie den Ausdruck Sprachwachstum verwendet.
Ich kenne diesen Begriff nicht. Ah, ich verstehe. Sprachliches Wachstum bezieht sich auf die Entwicklung und Verbesserung von Sprachkenntnissen im Laufe der Zeit. Danke für die Erklärung. Das macht jetzt Sinn. Gibt es noch andere Sätze oder Wörter, die du für mich klären könntest? Natürlich. Fragen Sie ruhig nach allem, was Sie verwirrend oder ungewohnt finden. Großartig. In der vorherigen Konversation haben Sie nächtliches Lernen erwähnt. Was heißt das genau? Nächtliches Lernen bezieht sich auf das Konzept des Lernens im Schlaf, insbesondere durch das Anhören von Unterrichtsmaterialien oder Sprachaufzeichnungen. Das klingt interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es von Vorteil sein könnte. Danke für die Erklärung. Du bist willkommen. Denken Sie daran, dass effektive Kommunikation für das Sprachenlernen unerlässlich ist. Absolut. Es ist wichtig, bei Bedarf um Klarstellung zu bitten. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Gar kein Problem. Ich bin hier, um Ihnen auf Ihrer Reise zum Sprachenlernen zu helfen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie eine Klarstellung oder Unterstützung benötigen. Ich danke dir. Ihre Unterstützung und Ihre Bereitschaft, Dinge zu klären, bedeuten mir viel. Ich freue mich, das zu hören. Lassen Sie uns unsere Gespräche fortsetzen und unser Englisch gemeinsam weiter verbessern. Lektion 5: Sichere Straßen. Hallo Anna, auf dem Weg hierher ist mir etwas aufgefallen. Es ist erfrischend zu sehen, wie sich jemand an die Verkehrsregeln hält und rücksichtsvoll ist. Hallo, ja, es ist toll, wenn sich die Leute an die Regeln halten. Auf jeden Fall macht es die Straße für alle sicherer. Unbedingt. Wenn Fahrer rücksichtsvoll sind und die Verkehrsregeln einhalten, verringert sich das Unfallrisiko. Es ist wichtig, der Sicherheit auf der Straße Priorität einzuräumen. Lassen Sie uns Ihrem Beispiel folgen und verantwortungsvolle Fahrer sein. Lassen Sie uns auf jeden Fall bewusst versuchen, die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten und unsere Indikatoren richtig zu verwenden. Und vergessen wir nicht, Fußgängern nachzugeben und ihnen bei Bedarf die Vorfahrt zu geben. Das ist entscheidend. Fußgänger sollten sich sicher fühlen, wenn sie die Straße überqueren, weil sie wissen, dass die Fahrer ihren Platz respektieren. Es ist auch wichtig, Ablenkungen beim Fahren zu vermeiden, zum Beispiel beim Telefonieren oder Essen. Absolut, Ablenkungen können zu Unfällen führen. Konzentrieren wir uns auf die Straße und achten wir auf unsere Umgebung. Und wenn wir rücksichtslosen Fahrern begegnen, ist es am besten, ruhig zu bleiben und aggressives Verhalten zu vermeiden. Zugegeben, es ist besser, unserer Sicherheit Priorität einzuräumen und jedes gefährliche Fahrverhalten den Behörden zu melden. Indem wir verantwortungsbewusste Fahrer sind, tragen wir dazu bei, ein sichereres und angenehmeres Fahrumfeld für alle zu schaffen. Genau, unser Handeln auf der Straße kann sich positiv auf die gesamte Gemeinschaft auswirken. Gehen wir mit gutem Beispiel voran und ermutigen wir andere, die Verkehrsregeln zu befolgen und auch rücksichtsvolle Fahrer zu sein. Zusammen können wir einen Unterschied machen. Lassen Sie uns Sicherheit und Respekt auf der Straße Priorität einräumen. Ich freue mich, dass wir die gleiche Denkweise teilen. Lassen Sie uns weiterhin achtsame und verantwortungsbewusste Fahrer sein. Absolut. Es ist eine kollektive Anstrengung, die Straßen sicherer zu machen. Danke, dass Sie ein gewissenhafter Fahrer sind.
Lektion 6: Persönliche Interpretation. Hallo Anna, ich habe über die Geschichte der Bibel gelesen und darüber, wie unterschiedliche Ansichten zu ihrer Interpretation entstanden sind. Hallo. Das ist interessant. Es ist wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit haben, die Bibel selbst zu lesen. Absolut. In der Vergangenheit glaubte die römisch-katholische Kirche, dass Priester die Bibel für das Volk interpretieren sollten. Das ist ein anderer Ansatz. Es ist ermutigend, wenn Einzelpersonen die Freiheit haben, die Bibel persönlich zu interpretieren. In der Tat ermöglicht die persönliche Interpretation eine tiefere Verbindung und ein tieferes Verständnis des Textes. Es fördert auch kritisches Denken und die Erforschung verschiedener Perspektiven. Das ist wahr. Wenn Menschen die Bibel für sich selbst interpretieren, können sie sich ihre eigenen spirituellen Überzeugungen bilden. Es ist wichtig, unterschiedliche Interpretationen zu respektieren und zu erkennen, dass Menschen in verschiedenen Passagen eine Bedeutung finden können. Exakt. Das Schöne an der persönlichen Interpretation ist, dass sie eine persönlichere und bedeutungsvollere Verbindung zum Text ermöglicht. Es ermutigt auch Einzelpersonen, sich an Diskussionen zu beteiligen und ihre Erkenntnisse mit anderen zu teilen. Das ist ein gutes Argument. Diskussionen können unser Verständnis vertiefen und unsere Perspektiven erweitern. Es ist interessant zu sehen, wie die Interpretationen in verschiedenen Kulturen und Traditionen variieren können. Absolut. Es ist ein Beweis für den Reichtum und die Komplexität der Bibel als heiliger Text. Persönliche Interpretation fördert auch das Gefühl von Eigenverantwortung und Verantwortung auf der eigenen spirituellen Reise. Ich stimme zu. Es ermöglicht dem Einzelnen, sich auf einer tieferen Ebene mit seinem Glauben zu verbinden und persönliche Beratung zu finden. Es ist wunderbar, dass Menschen die Möglichkeit haben, die Bibel und ihre Lehren auf ihre eigene Art zu erkunden. Das ist es wirklich. Lassen Sie uns weiterhin die persönliche Interpretation fördern und die unterschiedlichen Perspektiven respektieren, die sich daraus ergeben. Ich freue mich, dass wir die gleiche Ansicht teilen. Lasst uns den offenen Dialog und das Verständnis fördern, wenn es um die Interpretation der Bibel geht. Absolut. Gemeinsam können wir ein Umfeld des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung für persönliche spirituelle Reisen fördern. Lektion 7: Barrieren durchbrechen. Hallo Anna, wusstest du, dass in Wimbledon Profis kurz nach Beginn der Kings Tour an Wettkämpfen teilnehmen konnten? Hallo. Das ist interessant. Es scheint, als ob Wimbledon bei der Aufnahme professioneller Spieler progressiv war. Ja, in der Tat. Nach Kings erfolgreicher Tournee erlaubten andere Tennisturniere auf der ganzen Welt auch Profis die Teilnahme. Das ist eine bedeutende Veränderung in der Tenniswelt. Es muss professionellen Spielern neue Möglichkeiten eröffnet haben. Absolut. Es ermöglichte talentierten Spielern, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und auf einer größeren Bühne anzutreten. Es ist inspirierend zu sehen, wie Barrieren überwunden wurden und Fachleuten die Möglichkeit gegeben wurde, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Das Überwinden dieser Barrieren kam nicht nur den Spielern zugute, sondern bereicherte auch den gesamten Sport. Ich kann mir vorstellen, dass es der Tennisszene mehr Vielfalt und Wettbewerbsfähigkeit gebracht hat. Auf jeden Fall. Es ermutigte mehr Spieler, Tennis als Beruf auszuüben, und erhöhte das Spielniveau.
Es ist wichtig, die Pioniere anzuerkennen, die den Weg für Chancengleichheit im Sport geebnet haben. Absolut. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit haben die Tenniswelt nachhaltig geprägt. Es erinnert daran, dass Fortschritt oft dadurch entsteht, dass der Status quo in Frage gestellt und auf Veränderungen gedrängt wird. Das ist wahr. Es ist wichtig, sich weiterhin für Inklusivität und Chancengleichheit in allen Lebensbereichen einzusetzen. Indem wir Vielfalt begrüßen, können wir eine lebendigere und fairere Gesellschaft schaffen. Absolut. Lasst uns die Erfolge derer feiern, die Barrieren überwunden haben, und weiterhin den Fortschritt unterstützen. Gemeinsam können wir etwas bewegen und andere dazu inspirieren, Grenzen zu überwinden und ihre Träume zu verwirklichen. Ich freue mich, dass wir die gleiche Denkweise teilen. Lassen Sie uns die Geschichte des Sports weiterhin schätzen und daraus lernen. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Ebenso. Ich bin dankbar für unsere Diskussionen. Lassen Sie uns gemeinsam weiter forschen und lernen. Lektion 8: Gesten der Güte. Hallo Anna, wusstest du, dass Otto Frank sich mit den Niederländern angefreundet hatte, die mit ihm in seiner Geschäftstätigkeit zusammengearbeitet haben? Hallo. Das ist herzerwärmend. Es ist wunderbar, wenn Freundschaften über berufliche Beziehungen hinausgehen. Ja, in der Tat. Als Otto und seine Familie untertauchten, waren diese Freunde bereit, ihm zu helfen. Das zeigt die Kraft des Mitgefühls und die Bereitschaft, in schwierigen Zeiten unter die Arme zu greifen. Absolut. Es ist erstaunlich, wie freundliche Handlungen das Leben eines Menschen erheblich verändern können. Diese Freunde müssen großen Mut bewiesen haben, Otto und seine Familie in einer so gefährlichen Zeit zu unterstützen. Ja, sie haben ihre eigene Sicherheit riskiert, um sie zu schützen und für sie zu sorgen. Es ist wirklich bemerkenswert. Es ist ein Beweis für die Stärke menschlicher Verbindungen und die Bindungen, die wir in herausfordernden Situationen eingehen können. Auf jeden Fall. Es erinnert uns daran, wie wichtig Empathie ist und wie wichtig es ist, für das Richtige einzustehen. Absolut. Ihr Handeln inspiriert uns, mitfühlend zu sein und den Bedürftigen eine helfende Hand zu reichen. Es ist wichtig, die Freundlichkeit anderer zu erkennen und zu schätzen, besonders in schwierigen Zeiten. Ihre Freundschaft und Unterstützung müssen Otto und seiner Familie Trost und Hoffnung gebracht haben. Absolut. Es ist eine Erinnerung an den Einfluss, den wir durch kleine freundliche Handlungen auf das Leben des anderen haben können. Bemühen wir uns, nett und unterstützend zu sein, so wie es diese Freunde Otto Frank und seiner Familie gegenüber waren. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns eine Quelle der Positivität und Unterstützung für die Menschen um uns herum sein. Danke für dieses bedeutungsvolle Gespräch. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Ebenso. Ich bin dankbar für unsere Diskussionen. Lassen Sie uns gemeinsam weiter forschen und lernen. Lektion 9: Neue Kulturen annehmen. Hallo Anna, musstest du schon einmal eine neue Sprache lernen und dich an eine andere Kultur anpassen? Hallo John, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, in ein anderes Land zu ziehen und eine neue Kultur anzunehmen. Das ist faszinierend.
Das muss die Bereitschaft erfordern, neue Sitten und Sprachen zu lernen. Absolut. Das Eintauchen in eine neue Kultur eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten und Wachstum. Ich kann mir vorstellen, dass es gleichzeitig herausfordernd und lohnend sein kann. Ja, es mag anfänglich Unbehagen geben, aber mit zunehmender Vertrautheit kann sich ein Gefühl von Komfort entwickeln. Es ist toll zu hören, dass Steve sich in Japan sehr wohl fühlt. Wie hat er das erreicht? Steve hat sich wahrscheinlich bemüht, die Sprache zu lernen und die Gepflogenheiten Japans zu verstehen. Das Erlernen der Sprache muss eine wichtige Rolle bei seiner Integration gespielt haben. Absolut. Sprache ist ein wichtiges Instrument für Kommunikation und den Aufbau von Beziehungen. Es ermöglicht eine tiefere Verbindung mit der lokalen Gemeinschaft und ein besseres Verständnis ihrer Lebensweise. Ja, durch das Aneignen der Sprache und der Gebräuche konnte Steve vollständig in die japanische Kultur eintauchen. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich Menschen anpassen und sich in einem anderen Land wie zu Hause fühlen können. Ja, es spricht für die Widerstandsfähigkeit und Offenheit des menschlichen Geistes. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse über die Aufnahme neuer Kulturen geteilt haben. Das ist eine wertvolle Lektion für jeden, der über eine ähnliche Erfahrung nachdenkt. Lektion 10: Rückschläge akzeptieren. Hallo Anna, es wird viel Wissen. Wir denken manchmal, wenn Dinge passieren, die nicht in die richtige Richtung laufen, denken wir das, wenn man die Anwaltsprüfung nicht besteht. Hallo. Stimmt. Rückschläge können entmutigend sein, besonders wenn wir nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Ja, das kann entmutigend sein, aber Rückschläge können auch wertvolle Lernmöglichkeiten sein. Absolut. Sie bieten eine Chance zur Selbstreflexion und zum Wachstum. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Nichtbestehen der Anwaltsprüfung nicht unsere Fähigkeiten oder unser Potenzial definiert. Du hast recht. Es ist wichtig, eine positive Einstellung beizubehalten und die Erfahrung als Motivation zur Verbesserung zu nutzen. Exakt. Wir können Rückschläge als Sprungbrett zum Erfolg nutzen. Es ist wichtig zu analysieren, was schiefgelaufen ist, und Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen möglich sind. Ja, wenn wir uns die Zeit nehmen, unsere Stärken und Schwächen einzuschätzen, können wir uns besser auf den nächsten Versuch vorbereiten. Und wenn Sie sich von Mentoren oder Fachleuten auf diesem Gebiet beraten lassen, können Sie wertvolle Einblicke und Unterstützung erhalten. Absolut. Sie können Ratschläge und Strategien anbieten, die uns helfen, Herausforderungen zu bewältigen und unsere Ziele zu erreichen. Es ist auch wichtig, hartnäckig zu bleiben und uns nicht von Rückschlägen davon abhalten zu lassen, unsere Träume zu verwirklichen. In der Tat. Ausdauer und Entschlossenheit sind Schlüsselqualitäten, die es angesichts von Rückschlägen zu entwickeln gilt. Wir müssen uns daran erinnern, dass ein Scheitern nicht von Dauer ist, es sei denn, wir lassen es zu. Das ist ein gutes Argument. Scheitern ist nur ein vorübergehender Rückschlag auf dem Weg zum Erfolg. Lassen Sie uns Rückschläge als Wachstumschancen nutzen und weiter voranschreiten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns Rückschläge als Treibstoff nutzen, um unseren Zielen näher zu kommen. Vielen Dank für dieses motivierende Gespräch. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Ebenso. Ich bin dankbar für unsere Diskussionen.
Lassen Sie uns gemeinsam weiter forschen und lernen. Lektion 11: Verkehrsetikette. Hallo Anna, ich kann nicht glauben, dass manche Leute so fahren. Es ist so verantwortungslos. Hallo John, stimme zu. Es ist frustrierend, die Straße mit so schlechten Fahrern zu teilen. Es ist wichtig, dass jeder der Sicherheit Priorität einräumt und die Verkehrsregeln befolgt. Auf jeden Fall. Rücksichtsloses Fahren gefährdet nicht nur den Fahrer, sondern auch andere. Absolut. Wir sollten uns alle bemühen, verantwortungsvolle und rücksichtsvolle Fahrer zu sein. Die Einhaltung der Fahrspurdisziplin und die Verwendung von Blinkern können dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden. Ja, wenn wir unsere Absichten signalisieren, können andere Fahrer unser Handeln antizipieren. Es ist auch wichtig, einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten, um Kollisionen zu vermeiden. Absolut. Tailgating ist gefährlich und lässt nicht genug Zeit, um auf plötzliche Veränderungen zu reagieren. Und vergessen wir nicht, wie wichtig es ist, Geschwindigkeitsbegrenzungen für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer einzuhalten. Richtig. Geschwindigkeitsüberschreitung ist eine der Hauptursachen für Unfälle und beeinträchtigt die Fähigkeit des Fahrers, effektiv zu reagieren. Ebenso wichtig ist es, auf Fußgänger zu achten und ihnen bei Bedarf die Vorfahrt zu geben. Ja, wir sollten immer wachsam und bereit sein, Fußgängern nachzugeben, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Und als Fahrer müssen wir auf Ablenkungen wie das Benutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt verzichten. Absolut. Ablenktes Fahren kann schwerwiegende Folgen haben und sollte um jeden Preis vermieden werden. Bemühen wir uns, auch in schwierigen Situationen auf der Straße geduldig und höflich zu sein. Einverstanden. Mit Wut oder Aggression zu reagieren, erhöht nur die Risiken und löst nichts. Indem wir eine gute Verkehrsetikette praktizieren, tragen wir zu einer sichereren und harmonischeren Fahrumgebung bei. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Lektion 12: Schottische Pracht. Hallo Anna, und seine Leute haben eine wichtige Rolle in der Geschichte der englischsprachigen Welt gespielt. Hallo John, Schottland ist in der Tat ein faszinierendes Land mit einer reichen und geschichtsträchtigen Vergangenheit. Schottland lässt sich grob in zwei Regionen einteilen, die Highlands und die Lowlands. Das ist richtig. Die Highlands sind bekannt für ihre atemberaubenden Landschaften und ihre raue Schönheit. Die ikonischen schottischen Highlands beherbergen majestätische Berge, schimmernde Seen und malerische Burgen. Es ist ein zauberhafter Ort, an dem Geschichte und Natur auf faszinierende Weise ineinandergreifen. Absolut. Die Lowlands hingegen zeichnen sich durch sanfte Hügel und fruchtbare Ebenen aus. In den Lowlands lebt der Großteil der Bevölkerung, und dort befinden sich Großstädte wie Edinburgh und Glasgow. Edinburgh, die Hauptstadt, ist bekannt für ihre atemberaubende Architektur und ihre lebendige Kulturszene. Und Glasgow ist bekannt für seine Kunst, Musik und sein industrielles Erbe. Es ist eine Stadt voller Energie und Kreativität. Schottlands Beiträge zur Literatur, Wissenschaft und Philosophie sind ebenfalls bemerkenswert.
Ja, berühmte Persönlichkeiten wie Robert Burns, Sir Walter Scott und Adam Smith stammen alle aus Schottland. Das schottische Volk hat einen starken Nationalstolz und seine eigenen kulturellen Traditionen. Von Spielen in den Highlands bis hin zu traditioneller Musik und Tanz, Schottlands Erbe wird mit Leidenschaft gefeiert. Und vergessen wir nicht den schottischen Whisky, der weltweit für seinen unverwechselbaren Geschmack bekannt ist. In der Tat. Schottischer Whisky ist ein Eckpfeiler der schottischen Exporte und ein Symbol für Handwerkskunst. Schottlands natürliche Schönheit, reiche Geschichte und lebendige Kultur machen es zu einem faszinierenden Reiseziel, das es zu erkunden gilt. Absolut. Es ist ein Land, das Abenteurer, Geschichtsinteressierte und alle, die ein authentisches Erlebnis suchen, anzieht. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über Schottland zu sprechen. Lektion 13. Mutige Pilger. Hallo Anna, der König erfuhr, wo sie waren und versuchte, sie verhaften zu lassen. Also dachten sie sich einen anderen Plan aus. Hallo John, die Pilgerführer, wie William Brewster, waren entschlossen, einen Weg zu finden, ihren Glauben zu praktizieren. Sie wussten, dass sie der Verfolgung entkommen und einen Ort finden mussten, an dem sie frei beten konnten. Sie beschlossen, sich auf eine Reise in die neue Welt zu begeben, um Religionsfreiheit und ein besseres Leben zu suchen. Es war eine mutige Entscheidung, alles, was sie wussten, für eine ungewisse Zukunft hinter sich zu lassen. Absolut. Während ihrer Reise über den Atlantik standen sie vor zahlreichen Herausforderungen und Entbehrungen. Die Mayflower, das Schiff, auf dem sie segelten, stieß unterwegs auf Stürme und raue See. Trotz der Schwierigkeiten hielten die Pilger durch und ankerten 1620 in Plymouth, Massachusetts. Als sie in einem neuen Land ankamen, sahen sie sich mit harten Wintern und begrenzten Ressourcen konfrontiert, aber ihre Entschlossenheit schwankte nie. Die amerikanischen Ureinwohner spielten wie Squanto eine entscheidende Rolle dabei, den Pilgern zu helfen, zu überleben und sich anzupassen. Durch ihre Widerstandsfähigkeit und Zusammenarbeit gründeten die Pilger die Plymouth Colony, eine Grundlage für zukünftige Siedlungen. Ihre Geschichte ist ein Beweis für den menschlichen Geist und das Streben nach Freiheit und Chancen. Die Pilgerreise und die Gründung der Plymouth Colony haben die amerikanische Geschichte unauslöschlich geprägt. Ihr Vermächtnis wird jedes Jahr am Erntedankfest gefeiert, einem Feiertag, der an ihr Erntefest erinnert. Das Streben der Pilger nach Religionsfreiheit und ihr anhaltender Geist inspirieren die Menschen auch heute noch. Ihre Geschichte erinnert uns daran, wie wichtig es ist, für unsere Überzeugungen einzustehen und Herausforderungen mutig zu begegnen. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über die Pilger zu sprechen. Lektion 14. Martin Luthers Reformation. Hallo Anna, Luther hielt es für falsch, den Menschen zu erlauben, sich die Freiheit zu erkaufen, Handlungen zu begehen, die gegen die Lehren der Kirche verstoßen. Hallo John, Martin Luthers Haltung gegen den Ablasshandel löste die protestantische Reformation aus. Luthers 95 Thesen, die an der Kirchentür angebracht waren, stellten die Autorität und die Praktiken der katholischen Kirche in Frage. Seine Schriften verbreiteten sich in ganz Europa und führten zu weitreichenden Diskussionen und Debatten über Glauben und religiöse Autorität. Luther betonte die Bedeutung des Glaubens und der Bibel als ultimative Quelle religiöser Wahrheit.
Er glaubte an das Priestertum aller Gläubigen und setzte sich für die Übersetzung der Bibel in die Volkssprachen ein. Luthers Ideen fanden bei vielen Anklang, die mit der Korruption und Hierarchie innerhalb der Kirche unzufrieden waren. Die protestantische Reformation führte zur Gründung verschiedener protestantischer Konfessionen und zu einer bedeutenden Verschiebung der religiösen Macht. Es hatte auch tiefgreifende politische und soziale Auswirkungen und prägte den Lauf der Geschichte in Europa. Die Reformation stellte den Status quo in Frage und ebnete den Weg für Religionsfreiheit und individuelle Interpretation der Bibel. Luthers Mut, für seinen Glauben einzustehen, inspiriert die Menschen weiterhin dazu, die Wahrheit zu hinterfragen und zu suchen. Sein Einfluss auf das Christentum und das religiöse Denken ist unbestreitbar und ist bis heute spürbar. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über Martin Luther und die Reformation zu sprechen. Lektion 15 – Wahlfreiheit. Hallo Anna, die Leute sollten wählen können, was sie im Fernsehen sehen wollen. Hallo John, viele dieser Leute glauben, dass gewalttätiges Fernsehen das Verhalten wahrscheinlich nicht beeinflusst. Es ist eine Debatte, die seit Jahren andauert, ob gewalttätige Inhalte reale Handlungen beeinflussen. Einige argumentieren, dass Einzelpersonen die Autonomie haben, ihre eigenen Betrachtungsentscheidungen ohne externe Einmischung zu treffen. Sie glauben an Eigenverantwortung und daran, dass Gewalt nicht unbedingt zu gewalttätigem Verhalten führt. Andere argumentieren jedoch, dass Medien, einschließlich des Fernsehens, Einstellungen und Verhaltensweisen beeinflussen können, insbesondere bei gefährdeten Personen. Sie unterstreichen die Bedeutung verantwortungsvoller Programmierung und die möglichen Auswirkungen auf beeinflussbare Köpfe. Studien haben Korrelationen zwischen gewalttätigem Medienkonsum und aggressiven Tendenzen gezeigt. Es ist aber auch wichtig, andere Faktoren zu berücksichtigen, die zu Gewalt beitragen, wie Erziehung und persönliche Erfahrungen. Stimmt. Es ist ein komplexes Thema ohne definitive Antwort. Verschiedene Menschen reagieren möglicherweise unterschiedlich auf Medieneinflüsse. Deshalb ist es wichtig, offene Diskussionen zu führen und verschiedene Perspektiven zu diesem Thema zu erkunden. Absolut. Kritisches Denken und Medienkompetenz können Einzelpersonen helfen, sich in den Inhalten zurechtzufinden, die sie konsumieren. Letztlich ist es notwendig, ein Gleichgewicht zwischen Wahlfreiheit und verantwortungsvollen Medienpraktiken herzustellen. Indem wir Bewusstsein und Verständnis fördern, können wir eine besser informierte Gesellschaft fördern. Vielen Dank für dieses zum Nachdenken anregende Gespräch. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über Wahlfreiheit zu sprechen. Lektion 16 – Getränkepräferenzen. Hallo Anna, lass uns über die vielen verschiedenen Getränkesorten sprechen. Hallo John, es stehen so viele Optionen zur Auswahl, von alkoholfreien bis hin zu alkoholischen Getränken. Viele Menschen schätzen den Geschmack alkoholischer Getränke, aber viele genießen auch alkoholfreie Alternativen. Das ist wahr. Manche bevorzugen den Reichtum und die Komplexität von Weinen, während andere die Knusprigkeit von Bieren genießen. Und vergessen wir nicht die Cocktails, die eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen und Kombinationen bieten. Absolut. Cocktails können sowohl kreativ als auch erfrischend sein und bieten unendlich viele Möglichkeiten.
Auf der alkoholfreien Seite gibt es erfrischende Fruchtsäfte, Smoothies und Kräutertees. Diese Getränke sorgen für Feuchtigkeit und eine Menge natürlicher Aromen ohne Alkoholgehalt. Es ist interessant, wie sehr die persönlichen Vorlieben bei Getränken variieren können. Ja, Geschmackspräferenzen unterscheiden sich je nach kulturellem Hintergrund, persönlichen Erfahrungen und sogar der Stimmung des Einzelnen. Und es ist wunderbar, die Freiheit zu haben, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken und zu entdecken. Das Ausprobieren verschiedener Getränke kann ein Abenteuer sein, das es uns ermöglicht, die Kunst der Mixologie und die Handwerkskunst des Bierbrauens zu schätzen. Es ist auch wichtig, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen und in Maßen zu trinken. Absolut. Mäßigung sorgt für Genuss, ohne unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu beeinträchtigen. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über Getränkepräferenzen zu sprechen. Lektion 17: Drama im Gerichtssaal. Hallo Anna, lass uns über die intensive Atmosphäre in einem Gerichtssaal sprechen. Hallo John, ein Gerichtssaal kann ein faszinierender Schauplatz sein, besonders während einer Verhandlung. Der Raum ist in der Regel voller Vorfreude, wenn der Richter und die Anwälte ihre Positionen an der Front einnehmen. Die Anwälte arbeiten gewissenhaft daran, ihren Fall darzulegen, Zeugen zu vernehmen und Beweise vorzulegen. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie ihre Argumente konstruieren und überzeugende Techniken anwenden. Das Kreuzverhör kann besonders spannend sein, da Anwälte die Glaubwürdigkeit von Zeugen in Frage stellen. Zeugen spielen in dem Drama im Gerichtssaal eine entscheidende Rolle und teilen ihre Zeugenaussagen und Erfahrungen. Ihre Worte können das Ergebnis der Studie beeinflussen und das Leben der Beteiligten beeinflussen. Der Richter sorgt mit seiner autoritären Präsenz dafür, dass das Verfahren fair und rechtmäßig abläuft. Sie treffen Entscheidungen, gehen mit Einwänden um und unterstützen die Jury bei der Urteilsfindung. Die Jury, die sich aus normalen Bürgern zusammensetzt, hört aufmerksam zu und entscheidet über das Schicksal des Angeklagten. Die Spannung steigt, als die Geschworenen ihr Urteil verkünden und damit den Prozess abschließen. Der Gerichtssaal ist ein Justiztheater, in dem sich Geschichten entfalten und Leben für immer verändert werden können. Es zeigt die Macht des Rechtssystems bei der Beilegung von Streitigkeiten und der Durchsetzung des Rechts. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über das Drama im Gerichtssaal zu sprechen. Lektion 18: Sprachenlernen durch Videos. Hallo Anna, Videos wie dieses machen das Sprachenlernen ansprechender und effektiver. Hallo John, ich freue mich, dass du sie hilfreich findest. Bild- und Audioinhalte können den Spracherwerb verbessern. Absolut. Videos bieten einen realen Kontext, Übungen zur Aussprache und ermöglichen den Umgang mit verschiedenen Akzenten. Sie bieten auch visuelle Hinweise, die helfen, neues Vokabular zu verstehen und sich daran zu erinnern. Außerdem macht es Spaß, mit Hilfe von Videos zu lernen, da es sich anfühlt, als würde man sich eine Minisprachstunde ansehen. Es ist, als würden wir in die Sprache eintauchen, ohne unseren Platz zu verlassen. Und die Vielfalt der verfügbaren Videoinhalte ermöglicht es uns, verschiedene Themen und Interessengebiete zu erkunden. Ob Tutorials, Interviews oder Kurzfilme, jedes Video bietet einzigartige Lernmöglichkeiten.
Videos bieten auch die Möglichkeit, die natürlichen Ausdrücke und Gesten von Muttersprachlern zu beobachten und daraus zu lernen. Sie können uns helfen, die sprachlichen Nuancen zu verstehen, die Lehrbücher möglicherweise nicht erfassen. Exakt. Videos überbrücken die Lücke zwischen formalem Sprachenlernen und realem Sprachgebrauch. Und wir können sie jederzeit erneut abspielen, anhalten oder zurückspulen, um den Inhalt vollständig zu verstehen. Vielen Dank, dass Sie den Wert von Videos beim Sprachenlernen zu schätzen wissen. Ich freue mich, dass ich Ihnen bei Ihrer Englischreise behilflich sein kann. Ich bin dankbar für Ihre Anleitung. Lassen Sie uns gemeinsam weiter forschen und anhand ansprechender Videos lernen. Absolut. Das Lernen durch Videos ist eine unterhaltsame und effektive Möglichkeit, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern. Lektion 19: Prioritäten abwägen. Hallo Anna, es kann schwierig sein, ein Gleichgewicht zwischen Verantwortlichkeiten zu finden. Hallo John, es ist wahr. Manchmal müssen wir mehrere Aufgaben unter einen Hut bringen und schwierige Entscheidungen treffen. Vor kurzem haben meine Freunde meine Hausaufgaben zu mir nach Hause gebracht, und wir hatten einige wirklich nette Besuche. Das klingt unterhaltsam, aber ich musste akzeptieren, dass ich nicht mitmachen konnte. Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen und unsere Zeit effektiv zu verwalten, um unseren Verpflichtungen nachzukommen. Absolut. Wir müssen die Wichtigkeit und Dringlichkeit jeder Aufgabe einschätzen. Indem wir Prioritäten setzen, können wir sicherstellen, dass wir unsere Zeit und Energie mit Bedacht einsetzen. Es ist auch hilfreich, Aufgaben zu delegieren oder bei Bedarf Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ja, wenn Sie Hilfe in Anspruch nehmen, können Sie die Belastung verringern und einem Burnout vorbeugen. Und es ist wichtig, anderen unsere Grenzen mitzuteilen. Indem wir unsere Einschränkungen zum Ausdruck bringen, können wir Erwartungen bewältigen und Überverpflichtungen vermeiden. Das Ausbalancieren von Prioritäten erfordert Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen. Es ist eine Fähigkeit, die sich im Laufe der Zeit und mit Übung entwickelt. In der Tat ermöglicht es uns, ein produktives und erfülltes Leben zu führen, wenn wir ein Gleichgewicht finden. Vielen Dank, dass Sie darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, Prioritäten abzuwägen. Es ist wichtig für persönliches Wachstum und Erfolg. Lektion 20: Unvergessliche Reisen. Hallo Anna, hattest du schon einmal ein unvergessliches Reiseerlebnis? Hallo John, absolut. Eine meiner unvergesslichsten Reisen war, als ich Paris besuchte. Das klingt unglaublich. Könnten Sie ein Highlight Ihrer Reise mit uns teilen? Sicher. Ich erinnere mich, dass die Landung reibungslos verlief, mit einem schönen Blick auf die Stadt. Es muss atemberaubend gewesen sein. Was hast du gemacht, nachdem du aus dem Flugzeug gestiegen bist? Ich dankte den Flugbegleitern für ihren Service und erkundete die Stadt. Einen neuen Ort zu erkunden kann so aufregend sein. Was waren einige der Dinge, die du in Paris gemacht hast? Ich habe Wahrzeichen wie den Eiffelturm besucht und eine Bootstour entlang der Seine gemacht. Das klingt malerisch. Haben Sie während Ihrer Reise lokale Gerichte probiert? Unbedingt. Ich gönnte mir köstliches Gebäck, genoss französischen Käse und nippte an erlesenen Weinen. Es klingt nach einem gastronomischen Genuss.
Sind Sie während Ihres Aufenthalts auf Sprachbarrieren gestoßen? Es gab einige Fälle, in denen ich mich auf grundlegende französische Redewendungen verlassen musste, aber die meisten Leute waren freundlich und verständnisvoll. Es ist toll, dass Sie effektiv kommunizieren konnten. Hast du während deiner Reise neue Freunde gefunden? Ja, ich habe Mitreisende aus verschiedenen Teilen der Welt getroffen und Geschichten und Erfahrungen ausgetauscht. Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu treffen kann bereichernd sein. Wie hast du dich gefühlt, als es Zeit war, Paris zu verlassen? Es war bittersüß. Ich war traurig, die Stadt zu verlassen, aber ich hatte wundervolle Erinnerungen und Erlebnisse mit mir. Vielen Dank, dass Sie Ihr unvergessliches Reiseerlebnis geteilt haben. Es klingt nach einer fantastischen Reise. Das war es in der Tat. Reisen ermöglicht es uns, unseren Horizont zu erweitern und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lasst uns die Welt weiter erkunden und durch unsere Abenteuer lernen. Vielen Dank für unsere anregenden Gespräche. Lektion 21: Tropische Paradiese. Hallo Anna, hast du jemals tropische Ziele besucht? Hallo John, ja, ich hatte das Glück, ein paar tropische Paradiese zu erkunden. Das klingt wunderbar. Was macht tropische Reiseziele so reizvoll? Nun, sie sind bekannt für ihr schönes Wetter. Die Temperaturen liegen normalerweise im Bereich von 20 bis 30 Grad Celsius. Das ist perfekt, um Outdoor-Aktivitäten zu genießen und sich in der Sonne zu sonnen. An welchen tropischen Orten warst du schon? Ich habe Bali, Hawaii und die Malediven besucht. Jeder hatte seinen einzigartigen Charme. Bali ist bekannt für seine atemberaubenden Strände und seine lebendige Kultur, oder? Unbedingt. Die Strände sind makellos und die Einheimischen sind unglaublich herzlich und freundlich. Was ist mit Hawaii? Ich habe gehört, dass es ein Paradies für Surf-Enthusiasten ist. Ja, Hawaii ist ein Surferparadies. Die Wellen sind fantastisch und die Inseln bieten atemberaubende Landschaften. Und was ist das Besondere an den Malediven? Die Malediven sind bekannt für ihre luxuriösen Resorts, ihr kristallklares Wasser und ihre lebendige Unterwasserwelt. Es muss ein Traumziel für Schnorchel- und Tauchbegeisterte sein. In der Tat ist es ein unvergessliches Erlebnis, die farbenfrohen Korallenriffe zu erkunden und neben exotischen Fischen zu schwimmen. Das kann ich mir vorstellen. Hast du während deiner tropischen Abenteuer lokale Köstlichkeiten probiert? Ja, ich habe frische Fischgerichte, tropische Früchte und erfrischendes Kokoswasser genossen. Das klingt nach einem kulinarischen Genuss. Waren Sie auf Ihren Reisen auf irgendwelche Herausforderungen gestoßen? Sprachbarrieren und die Anpassung an die lokalen Gepflogenheiten waren manchmal eine Herausforderung, trugen aber zum Abenteuer bei. Es stimmt, das Eintauchen in verschiedene Kulturen kann sowohl aufregend als auch eine Lernerfahrung sein. Absolut. Es erweitert unseren Horizont und bereichert unser Verständnis der Welt. Vielen Dank, dass Sie Ihre tropischen Reiseerlebnisse geteilt haben. Es hört sich an, als hättest du unglaubliche Reisen gehabt. Es war eine Freude.
Lassen Sie uns weiterhin die Schönheit unserer vielfältigen Welt erkunden und genießen. Absolut. Lasst uns weiter lernen und die Wunder schätzen, die uns erwarten.